Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute einen Tag frei, das Wetter sieht eigentlich ganz gut aus. Die Trails sollten hoffentlich einigermaßen trocken sein, schon in Schale geworfen. Wir werden die Zeit mal für eine gediegene Abfahrt nutzen. Vorher muss ich mir allerdings meinen Hinterbau angucken, der war irgendwie ein bisschen am Rumgenazeln und wir schauen mal, dass wir das hoffentlich in den Griff kriegen. Life is good, life is good, yeah. Life is good, life is good, yeah. Yeah, in my darkest times, you got me feeling like I've been walking all day. All my worries and cares. Ja, das Ding kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder die wenigsten zumindest. Vielleicht mache ich da noch mal eine kleine Roomtour zu. Aber erstmal wird das Fahrrad gefixt, hoffentlich. Dann geht's rauf auf die Trails. Zumindest einen habe ich mir vorgenommen. Schauen wir mal, was wird. Das schaut gut aus. Ich fahre auch gerade auf einem extrem harten Setup. Dämpfer und Gabel sind extrem hart. Reifenluftdruck könnte ich vielleicht noch ein bisschen ablassen. Hat nämlich realisiert, dass ich in der Vergangenheit viel zu weich gefahren bin. Das heißt, das Bike ist extrem eingetaucht bei technischen Passagen. Das heißt, ich bin extrem tief im Federweg gefahren. Alles war schwammig und demnach war das Bikegefühl auch ziemlich eigenartig. Das ist jetzt weg. Kann ein bisschen mehr über solche technischen Passagen rüberballern. Ich habe jetzt auch 2 Token verbaut in der Gabel und bin damit bisher eigentlich nur einen Flow-Trail gefahren. Das heißt, das wird jetzt das erste Mal, dass ich das technisch so ein bisschen bewerten kann. Und da bin ich auch ziemlich gespannt, wie das wird. Hier so dieser Bereich. Seht ihr das überhaupt? Ich habe auch die andere Seite vom Mikrofon gerade an. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, aber vielleicht, ja, wir werden es einfach sehen. Auf jeden Fall ist dieser Anfangsbereich von der Gabel ist jetzt ein bisschen smoother und dann fängt sie erst an härter zu federn. Fühlt sich ganz gut an. Also wir werden es jetzt auf dem Trail sehen. Hab aber, dadurch, dass ich hier jetzt auch über die Saison andere Bikes gefahren bin, viele Eindrücke zu anderen Fahrwerken bekommen. Man muss sagen, dass hier auf jeden Fall ein Upgrade notwendig ist. Okay, da sind wir. Ich werde einfach direkt durchziehen. So, war rechts. So ein paar ungegradete Trails. Oh, matschig, ausgewaschen. Bremse ist in der ersten Pfütze so nass geworden. Super. Boah. Ich habe hier noch mal ein bisschen den Scheiß weggeräumt, der auf dem Trail lag. Und da sieht man, wo ich gerade runtergemödelt bin. Sieht man wahrscheinlich wieder nicht, wie steil und verblockt das ist. Aber sieht ja eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich der Einzige bin, der heute irgendwie frei hat, muss ich auch alleine fahren. Dementsprechend auch selbst hochgeschattelt und fahre jetzt mit dem Tai runter, dann mit dem E-Bike hoch, um das Auto zu holen. Und dann war es das wahrscheinlich für heute. Let's go. Radkännchen glaube ich noch gar nicht. Nicht mal gelauscht. Oh. Das ist aber auch schmal hier ist. Ich hätte auch oben fahren können.
So, ist da ein Stone Roller? Na, das sieht mir nach ein bisschen zu viel Kompression aus. Schauen wir mal, wie wir da sinnvoll runterkommen. Mir mittlerweile ganz gut für Stone Roller zu haben, aber nicht, wenn sie nass und voll mit Tannennadeln sind. Aber das hier könnte funktionieren. Ja. So vielleicht nicht. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Und was das ist, nehmen wir das raus. Oh, das Fahrwerk funktioniert so gut. Der aussieht geil aus. Das sieht offiziell aus. Dann wäre es mal legal hier. Wieder eine Abzweigung. Ich bin doch auf der Klassikerin. Naja. Oder? Oh, das Fahrwerk ist ein Traum. Ja, das war die Klassikerin. Naja. Hier wird es nämlich interessant. Ah, hier kommt so ein Wurzelfeld, was ich hasse. Naja. Gut, dass ich mich hier als Teilzeit-Local so überhaupt nicht auskenne. Oh. Wurzelfeld hier. Ja, vielleicht noch mehr Wasser. Tutto bene. Hier im Fluss runterfahren. Okay. Halt ich fast. Oh Leute, das war schon nicht schlecht. Hier war die Seite zu Beginn der Saison deutlich angenehmer, weil da, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht, kommt so ein kleiner Absatz, wo es noch mal kurz steiler wird. Tannennadeln, schwer zu bremsen. Aber jetzt ist das Ding so ausgewaschen, das will ich nicht haben. So, und hier längs geht zu diesem absolut kranken Slapline. Jawohl. Jawohl. Ja, hier geht's runter. Da muss man es irgendwie schaffen, da unten auf diesem Holzding zu landen. Das sind locker 6-7 Meter hier zwischen, weil es trocken. Aber nö. Nein, nein, ich gebracht. Die sind richtig schön nass. Und dann geradeaus.
Da ich sie gefilmt habe, könnt ihr es nicht wissen, aber für mein Gefühl, für mein eigenes Stolzsein habe ich echt Progress gemacht hier die Saison über. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe nach den Original-SRAM-Belegen die Pro-Belege von Galfer reingepackt. Die waren aber vor im E-Bike. Das heißt, anfangs mussten die sich erstmal einschleifen. Waren aber, glaube ich, eh schon verglast oder mit irgendeinem Schmierstoff behaftet. Das heißt, ich hatte einmal hier eine Situation, wo ich echt beiden Fingern richtig bremsen musste, trotzdem nicht angehalten bin. Die schlimmste Abfahrt ever. Ich habe jetzt zu den roten Advance, glaube ich, Belegen von Galfer gewechselt. So gut war die Bremse vorher noch nie. Ich würde trotzdem gerne ein Upgrade haben. Ich war schon mal eine Millisekunde davor, mir eine Magura MT7 zu bestellen, weil die runtergesetzt war. Ich die gerne ausprobieren möchte. Mir die Hebel an meinem Cube Reaction, mein HT, was ich ganz zu Anfang hatte, sehr gut gefallen haben. Ist dann aber doch nicht gemacht, werde ich alles zurück in Deutschland machen, denke ich mal. Ich glaube, da kriegt das Baby hier mal ein paar vernünftige Upgrades. Aber eine richtig gute Bremse bringt halt auch echt Vertrauen fürs Bike mit. Das ist ziemlich geil. Also dieser kleine Anfangsarbeitsbereich, was die Gabel jetzt vorne machen muss, das funktioniert so gut. Also, absolute Empfehlung. Geht raus, euch Token in die Gabel zu bauen. Das ist auch ein Witz. Mit dem E-Bike bin ich hier nicht hochgekommen. Aber das ist ja gerade wirklich dieses Ansprechverhalten und was ist in diesen 2-3 Zentimetern am Anfang, was das wegfedert. Das ist ein Traum. How do we end up so shy? Das war geil. Too scared to even look him in the eyes. And start a conversation. But the words Oh, geil, Leute. Das hat richtig Bock gebracht. Das, obwohl ich alleine unterwegs war. Das habe ich lange nicht gehabt. Also, langsam geht die Saison hier auch dem Ende zu. Wir haben jetzt Mitte September oder so. Das heißt, ich bin wahrscheinlich noch bis Ende September hier. Ich werde mich dann auf den Weg machen und hoffentlich so zeitig zu Hause sein, dass ich mit den Jungs in Harz kann und wir nochmal den Trailpark Harz unsicher machen. Ich hoffe, man versteht irgendeinen Ton. Ist ziemlich windig. Oder nur diese Schleifen vom Mikrofon an meinem Jersey. Wir werden es sehen. Die Nachbarschaft guckt schon, wir sehen mich geregelt. Aber erstaunlich egal gerade. Ich glaube, diese ganze Saison war auch eine kranke Persönlichkeitsentwicklung von mir. Kann ich empfehlen. Falls ihr ein bisschen struggelt, zieht aus eurer Komfortzone raus und sammelt mal andere Eindrücke, wo ihr nicht im gewohnten Umfeld immer das Gleiche macht, sondern ihr mal lernt, auf eigene Faust Dinge zu tun. Wenn ihr das schon macht, ist natürlich gut. Wenn ihr es gar nicht machen wollt, ist es auch egal. Aber für die, die strugglen, geht auf jeden Fall ein Tipp raus. Und jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde hier noch mal 1-2 Trails auschecken, bevor es zurückgeht. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss. I won't give Wird. this time Er wird langsam. before we're back together.